Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 23 My Team. Und heute geht es zu dem Temple of Speed nach Monza. Ich würde sagen, wir ändern mal den Sponsor. Ich glaube, 15 Meisterschaftspunkte an einem Wochenende ist machbar. Und vor allem können wir auch noch einen dritten Sponsor machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das einfach übersehen habe oder ob da irgendein anderer abgelaufen ist. Reiche die Führungsposition und verteidige sie 2 Runden lang. Das wäre natürlich eine Option. Vor allem durch Boxenstopps wäre das, glaube ich, gut machbar. Ja, komm, why not? Boah, der Motor ist schon bei 60%, ne? Ich meine, den kann man definitiv noch verwenden, aber ich bin jetzt am Überlegen, actually noch den komplett neuen Motor einzubauen, weil es ist halt ein Monster. Da wäre vielleicht ein neuer Motor gar nicht so schlecht. Ich meine, wir werden sowieso einen 5. benutzen werden müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, komm, mach ich. Ja, easy erster. Es könnte sein, dass ich jetzt jinxe und ich gleich dann nicht mehr da bin. Aber dass ich relativ weit vorne dabei bin, ist eigentlich klar. Weil, das habe ich letzte Folge schon gesagt, wir sind tatsächlich, was den Antrieb angeht, das Beste von allen Teams. Und das ist natürlich in Monza sehr gut. Ah, schade, keine Verbesserung. Aber es reicht ja für den ersten. Damn, Jeff, Alter. Jeff ist gehypt. Aber zu Recht, würde ich sagen, ne? Ja, daran merkt man, wie krass, wie besser unser Motor ist. Hier, ich bin über eine halbe Sekunde vor Verstappen. Und ich war auf der Runde jetzt zwischendurch nochmal so 0,3 Sekunden vor meiner besten Zeit. Ist am Ende nicht besser geworden, weil ich in anderen Teilen einfach langsamer war. Aber zwischendurch war ich 0,3 Sekunden vor meiner besten Zeit. Also von daher, ich hätte 8 Zehntel vor Verstappen sein können. Also hätte ich eine perfekte Runde gefahren. Ehrenmann, komm über eine Minute früher ins Ziel und ich spendiere dir eine Pizza, okay? Machen wir, Jeff, alles klar, bin ich dabei. Ich weiß zwar jetzt nicht, womit er das vergleicht, über eine Minute früher, aber egal. Über eine Minute früher als was? We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today, here at the oldest circuit on the calendar, which hosted its first race all the way back in 1922.
So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Phoenix lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Norris, Perez, Stroll, Gasly, Russell, Ricciardo, Magnussen, Ocon, Albon, Joe, Tsunoda, Bottas, Drugovich, Sargent, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. With preparations almost complete, let's head down to the track. Also wenn das angeblich funktioniert, dass wir Rot-Gelb machen, dann machen wir Rot-Gelb, oder? Let's go. Das war ein sehr guter Start. Aber keine gute erste Kurve. Das hätte ich besser machen können. Okay, Boxenstopp. Vor dem Stopp war ich schon 10 Sekunden vor Verstappen, Alter. Das ist heftig. Sehr schön, damit bin ich wieder Erster. Safety Car? Okay. Full Safety Car, actually. Oh, das ist gar nicht mal so gut für mich, ne? Weil ich hatte einen richtig schönen Vorsprung eigentlich rausgefahren, aber jetzt kommen die natürlich alle ran. Aber damit brauche ich mir dann auf jeden Fall keine Gedanken mehr darüber machen, ob die Reifen bis zum Ende durchhalten, weil mit dem Safety Car tun die das auf jeden Fall. Okay. Beschleunige ich Parabolika oder beschleunige ich erst kurz vor der Linie? Erst kurz vor der Linie. Green flag. Boah, den Rest konnte ich gut abhängen, aber Verstappen schafft es dran zu bleiben. Also auf Leclerc habe ich schon wieder 4 Sekunden rausgefahren in der einen Runde jetzt. Aber Verstappen ist hartnäckig. Das war das Wichtigste, dass er nicht in meinem DRS-Fenster ist, wenn das DRS aktiviert wird. Und das hat funktioniert zum Glück. Sehr nice. Alonso hat leider den 7. nicht halten können. Okay. Das war ein sehr gutes Rennen. Aber ich hab's ja gesagt, ne? Wir haben halt den stärksten Antrieb von allen Teams. Von daher, dass wir in Monster gut sind, war zu erwarten. Ich habe auch tatsächlich, fällt mir so auf, vor dem Rennen ganz vergessen, Entwicklungen zu machen. Dann machen wir das wohl am Anfang der nächsten Folge. Und dann geht's danach nach Singapur. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.